Es ist wieder soweit, Zeit für das monatliche Update vom Global Top 1000 Ranking von Flive Universe. Das Character Ranking ist damit natürlich gemeint und wir haben den neuen Server Rises, den wir nochmal ein bisschen unter die Lupe nehmen können. Ja, dann gucken wir uns hier im allgemeinen Ranking schon mal kurz den Server ein bisschen an. Danach gehen wir natürlich ins Detail und wir sehen, es gibt tatsächlich schon Charakter auf Level 140, sogar 142 und 141 bereits. Lustigerweise beides Blades. Finde ich recht interessant. Elementor und Psykeeper sind in den Top 5 tatsächlich nur einmal vertreten. Elementor hier auf Nummer 1. Psykeeper habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ui. Ach du. Oh, das gibt's ja gar nicht. Kein einziger Psykeeper in den Top 50. Okay, das ist crazy. Das hätte ich vorher tatsächlich nachschauen sollen. Das wäre sehr interessant gewesen. Aber wenn man sich mal so die Klassenverteilung anguckt und auch die Levelverteilung, wird schnell klar, manche Leute geben hier natürlich Vollgas und manche geben überhaupt kein, oder naja, nicht überhaupt kein Gas, aber deutlich weniger Gas. Also wir haben eine Differenz allein in den Top 50 von 21 Leveln, was natürlich schon extrem ist. Also ich sage jetzt nicht, dass Level 121 innerhalb von einem Monat, man muss ja bedenken, der Server ist gerade mal etwas über einen Monat online. Ja, also ihr erinnert euch ja bestimmt, kurz vor Weihnachten. Und entsprechend ist das hier natürlich trotzdem nicht schlecht, in so einer Zeit 120 plus erreicht zu haben. Man weiß ja auch nicht, wie viel Geld haben die Leute ausgegeben, haben die überhaupt Geld ausgegeben, wie viel haben sie jetzt tatsächlich gespielt. Die Online-Zeit ist natürlich immer relativ und so, bla bla bla, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls ist es grundsätzlich so, dass das immer schwer zu sagen ist, aber ich finde es trotzdem krass, dass hier 50 in den Top 50 so eine krasse Differenz von, wie gesagt, 21 Leveln besteht. Also allein Rang hier die Top 20 sind nicht mal alle Level 130, also das ist schon irgendwie interessant auf jeden Fall. Also fragt man sich natürlich, woher diese Differenz kommt. Darüber haben wir natürlich jetzt keine Aussage im Ranking, aber jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal ein bisschen allgemeiner an. Und wie immer wandert euer Blick bitte zuerst auf die rechte Seite des Rankings, die 160er und Level 1000er, die wir hier haben. Und zwar ist es so, dass LaWolf weiter vorprescht mit einem brutalen Vorsprung, muss man wirklich sagen. 86 Leute haben bereits Level 160 erreicht auf LaWolf, also das ist wirklich geistesgestört. 86 einfach, also das ist basically so viel wie die ganzen anderen großen Server zusammen, mehr oder weniger. Also das ist schon echt heftig, muss man sagen. Eintrittslevel in die Top 1000 ist auch einfach bei Level 147, also mein Main-Character, oder sagen wir mein höchster Character ist gerade mal 148, also ich wäre gerade so in den Top 1000 auf denen hier im Server. Richtig brutal auf jeden Fall, wie die vorlegen. Noch brutaler ist, wie krass der Unterschied zwischen LaWolf und Mia ist. Also Mia hat hingegen nur 9 Leute auf 160 und auch Eintrittslevel in Anführungszeichen nur 142, also deutlich weniger. Klarfahren jetzt auch nichts extrem bemerkenswertes, 18 Leute. Dann Rises hat natürlich 0. Eintrittslevel in die Top 1000 ist gerade 88, was aber natürlich nicht so schlecht ist, muss man sagen. Für einen Server, der noch nicht mal einen Monat besteht oder knapp einen Monat besteht. Und dann haben wir die westlichen großen 3 Server, Totemia, Mashpoi und Burudeng. Hier ist Burudeng momentan tatsächlich mal wieder vorne mit 32, Totemia 26 und Mashpoi 22, also von unten nach oben Rang 1, 2, 3. Im direkten Vergleich 160er, also meiste 160er. Ranking Top 1000 Eintritt ist bei allen 3 Servern aktuell 141. Aber hier muss man natürlich sagen, Master Quest und so verfälscht das Ganze natürlich immer ein bisschen. Also ja, könnte natürlich ein bisschen abweichen, je nachdem, wenn man sich das Ranking anguckt. Insgesamt haben auf jeden Fall bereits 226 Leute auf der ganzen Welt Level 160 erreicht. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und alle Server, bis auf Rises, haben auf jeden Fall auch Charakter auf Level 160. Der Server, der wieder am meisten struggelt, oder naja, die Server, die mit am meisten struggelt, ist immer schwer zu entscheiden, wer von den Servern hier das miserabelste Ergebnis hat. Man sieht ja hier, Genesee und Flarin waren mit bei den ersten Servern dabei. Eintrittslevel in die Top 1000 ist bei beiden extrem schwach. Japanischer Server ist auch extrem schwach. Eintrittslevel in die Top 1000 108. Allerdings haben sie 9 Leute auf 160. Deswegen ist bei den 3 wirklich schwer zu sagen, welcher da am meisten struggelt. Aber ich vermute persönlich, dass da zwangsläufig irgendwann ein Server-Merge kommen wird. Da muss ich das mal reinziehen. Die Server bestehen seit 2,5 Jahren und haben ein Eintrittslevel in den Top 1000 von 116. Wenn man da mal noch die ganzen Doppel-Accounts rausrechnen würde, also ich meine, da werden bestimmt auch Leute mit 8 Accounts drinnen sein in den Top 1000. Wenn man das mal alles rausrechnen würde, will ich wirklich nicht wissen, wie hoch da wirklich die aktiven Spieler sind auf dem französischen, auf dem japanischen und südamerikanischen Server.
weil das ist wirklich richtig krass. Ja, also nach 1,5 Jahren Level 116. Wir haben ja gesehen, gerade auf Rises, die Leute haben innerhalb von wenigen Wochen 120 plus erreicht. Also das ist wirklich sehr, sehr schlecht, muss man wirklich sagen. Also das sollte sich verbessern. Also wird früher oder später meiner Meinung nach wahrscheinlich eine Fusion mit Totemia oder so kommen. Das wäre das Einzige, was Sinn ergibt. Ein reiner französischer Server funktioniert leider offensichtlich nicht. Und ja, dann kommen wir zu den Klassen. Nicht wundern, bei den Platzierungen stehen keine Werteveränderungen da, logischerweise, weil beim letzten Mal, scroll mal kurz hoch, haben wir es so gemacht, dass Rises hier ohne Werte war. Weil Rises da zu dem Zeitpunkt beim letzten Ranking war, glaube ich, Rises 3 Tage online oder 2 Tage online oder so. Ja, nee, ich glaube sogar einen Tag danach, genau. Egal, jedenfalls hätte es einfach keinen Sinn gemacht, weil da gab es ja noch nicht mal die Second Job, Leute, und es hätte einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Jetzt macht es immer noch wenig Sinn, aber dann machen wir jetzt einfach einen Monat lang, wo wir hier die Veränderungen einfach nicht angucken. Großartig. Und ab nächsten Monat gucken wir es uns dann wieder ganz normal an und dann wird Rises als offiziell anerkannter normaler Server quasi hier mit ins Ranking aufgenommen. Und genau, was wir uns aber angucken können, ist natürlich die Klassenverteilung. Gut, keine große Überraschung. Rises hat mit Abstand die meisten Ringmaster. Der jüngste Server ist meistens der Server, der die meisten Ringmaster in Top 1000 Ranking hat. Warum? Wie gesagt, Doppel-Accounts, Twink-Accounts und so weiter. Das verfälscht das Ganze natürlich extrem. Aber naja, es gehört dazu. Alle anderen Server haben das ja im Endeffekt auch. Also ist ja nichts Besonderes. Und ansonsten muss man sagen, hat Borodeng jetzt tatsächlich ein bisschen davon profitiert, dass es jetzt den neuen Server gibt, weil wir fallen jetzt nicht mehr so negativ auf, muss man sagen. Weder im Positiven noch im Negativen. Also wir sind natürlich bei Knights immer noch die absoluten Luschen mit 57. Der nächstniedrigste Server ist hier, glaube ich, mit, na gut, okay, Rises mit 58, okay, ja gut, aber wenn man die alten Server anguckt, 74, also fast 20 Knights weniger, ist schon wirklich eine traurige Situation irgendwie auf Borodeng. Ansonsten Borodeng mit den meisten Blades immer noch, 176. Also ich verstehe gar nicht, warum es da so eine große Abweichung tatsächlich gibt. Wenn man so nach Asien guckt hier, 99 auf Rises, gut ist der neue Server, aber auf den anderen Servern ist es tatsächlich ähnlich. 107, 109, 119 und auch bei den Japanern 119, selbst beim Taiwan-Server 132. Also irgendwie, die kommen alle nicht so wirklich auf den Blade klar oder feiern den Blade vielleicht nicht genug oder unterschätzen ihn, ich weiß es nicht. Jedenfalls, appreciaten sie den Blade Damage nicht so sehr wie die Deutschen. Mit 176, wie gesagt. Ja, andere interessante Ergebnisse finde ich immer Ranger auf LaWolf. Ich meine, klar, wenn sie nicht so viele Blades haben, irgendwas müssen sie ja haben. Und offensichtlich bevorzugen viele dort den Ranger. Kann auch ein bisschen mit Preis-Leistung vielleicht zusammenhängen. Also letztens hat mir zumindest im Stream jemand gesagt, das war sogar gestern tatsächlich, dass Blade-Equipment unfassbar teuer sei auf LaWolf, also dass man sich das legit nicht leisten könnte, weil es einfach komplett überteuert ist. Und das könnte vielleicht ein Grund sein, warum die Leute dort eher Ranger spielen. Aber das ist jetzt natürlich auch nur eine Mutmaßung. Jedenfalls auf jeden Fall trotzdem ein interessantes Ergebnis. Dann Billposter haben wir momentan tatsächlich auf Flarin die meisten mit 101, aber ihr seht schon, Borodeng 99, Genesee 99, also es bewegt sich alle. Die meisten Server so im 90er-Bereich. Und ja gut, Rises hat hier natürlich jetzt 3 rote Zahlen. Psykeeper, wie gesagt, haben wir da sehr wenige gesehen. Überraschenderweise doppelt so viele Elementoren dort. Das Elementor-Psykeeper-Verhältnis gleicht sich durch den neuen Server ein bisschen aus, kann man sagen. Also die Psykeeper sind dort nicht so beliebt offensichtlich wie die Elementoren, wobei beide nicht ultra beliebt sind auf jeden Fall. Und ja, das waren eigentlich schon so die großen Gewinner und Verlierer jetzt in dem Fall. Auch interessant, by the way, Knight mit 101, also 101 Knights auf dem Taiwan-Server. Ich glaube, das hatten wir noch nie, dass irgendein Server über 100 hatte. Oder auch letzten Monat tatsächlich auch, nevermind. Aber ja, gut, das ist mir letzten Monat wahrscheinlich tatsächlich gar nicht aufgefallen. Das sehe ich zum ersten Mal. Ja, crazy. 101 Knights. Ich frage mich ehrlich gesagt, wieso? Vielleicht haben die da irgendwie eine versteckte Meta entdeckt. Kann aber auch einfach sein, weil die ja auch ein relativ junger Server sind, November 2022. Könnte auch damit zusammenhängen, dass sie dort einfach bewusst schon Charakter hochgezogen haben. Reborn kam ja quasi bei denen kurz nach Serverstart, kann man sagen, das Reborn-Dungeon-System. Also könnte es Leute geben, die sich dann Instant Twinks hochgezogen haben als Tanks oder so und vielleicht bewusst darauf gespielt haben. Oder vielleicht ist dort Knight einfach grundsätzlich beliebt. Ist auf jeden Fall interessant. Und fast traurig, weil sie 44 Knights mehr haben als Borodeng. Und ja, das waren so alle interessanten Infos, würde ich sagen.
leider keine Ranking-Veränderungen, selbst ohne die Veränderung in totalen Zahlen uns anzugucken. Ranking ist gleich geblieben. Und dann würde ich tatsächlich auch schon wieder sagen, war es das mit dem Video. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Können wir auch gerne über das Ranking reden, wenn ihr da Redebedarf haben solltet. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.